Hallo zusammen, in diesem Video präsentieren wir das Risiko- und Chancenmanagement in der Planta Software. Wir zeigen Ihnen, wie Sie damit einerseits Risiken minimieren, die Ihre Projektziele bedrohen, und andererseits Potenziale zur Steigerung des Projekterfolgs identifizieren können. Das Risikomanagement in Planta, das unter Berücksichtigung der ISO-Norm 27001 durchgeführt wird, folgt einem klaren Ablauf. Risiken werden im ersten Schritt identifiziert und bewertet. Danach werden sie mit Maßnahmen behandelt. Abschließend erfolgt eine erneute Risikobewertung, die die Wirkung der umgesetzten Maßnahmen widerspiegelt. Chancen werden hingegen nur identifiziert und bewertet. Öffnen Sie hierfür ein beliebiges Projekt, klicken Sie dann auf den Reiter Weitere und wechseln Sie ins Modul Risiken Chancen. In Planta haben Sie die Möglichkeit, Vorschläge für Risiken sowie die dazugehörigen Maßnahmen initial mit Hilfe von KI erstellen zu lassen. Um die KI-gestützte Funktion zu nutzen, sind bestimmte Einstellungen erforderlich. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Online-Hilfe. Klicken Sie auf die Schaltfläche zur KI-gestützten Erstellung von Risiken. Die KI nutzt hierfür Informationen aus dem Projektsteckbrief. Im Dialogfenster können Sie zusätzliche Informationen eingeben. Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche Risiken generieren. Die mit Hilfe von KI generierten Risiken werden initial mit einem KI-Symbol markiert. Sie können diese Risiken mit weiteren Informationen manuell ergänzen und optimieren. Sie haben auch die Möglichkeit, weitere Risiken manuell zu erfassen. Klicken Sie hierfür auf die Plus-Schaltfläche und tragen Sie die erforderlichen Informationen ein. Die Risiken können Sie sowohl qualitativ als auch monetär bewerten. Im Bereich qualitative Bewertung beschreiben Sie zunächst die Schwachstelle und die daraus resultierende Bedrohung für das Projekt. Das Risiko wird initial im Bereich ohne Risikobehandlung anhand zweier Parameter bewertet, dem Schadensausmaß und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Da Sie noch keine Gegenmaßnahmen ergriffen haben, wird diese Bewertung zunächst auch im Bereich mit Risikobehandlung ausgewiesen. Um die Auswirkung der Risiken zu minimieren, bestimmen Sie die notwendigen Maßnahmen und erfassen Sie diese im gleichnamigen Bereich. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass eine bestimmte Maßnahme bereits umgesetzt wurde und setzen ihren Status auf Umgesetzt. Beachten Sie, dass nur umgesetzte Maßnahmen als Teil der Risikobehandlung betrachtet werden können. Tragen Sie anschließend diese Maßnahme im Feld Risikobehandlung ein. Abschließend führen Sie eine erneute Risikobewertung im Bereich mit Risikobehandlung unter Berücksichtigung der umgesetzten Maßnahmen durch. Alternativ zur qualitativen Bewertung können Sie im Bereich monetäre Bewertung das finanzielle Risiko mit konkreten Zahlen bewerten. Der wahrscheinliche Schaden wird automatisch auf Basis der eingetragenen Werte berechnet. Da beide Bewertungsverfahren unabhängig voneinander arbeiten, empfiehlt es sich, pro Risiko nur eine der beiden Methoden zu verwenden. Das Erfassen und Bewerten von Chancen erfolgt auf die gleiche Weise. Um die Risiko- und Chancendaten grafisch als Matrixdiagramme anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Charts ein- und ausblenden. Die Auswertung kann zusätzlich projektübergreifend sowie im Programm- und Portfoliokontext betrachtet werden. Ein strukturiertes Risiko- und Chancenmanagement schafft Transparenz zu etwaigen Gefahren und Potenzialen und ermöglicht fundierte, vorausschauende Entscheidungen. Dadurch lassen sich Risiken gezielt minimieren und Chancen systematisch nutzen, um die Projektdurchführung noch erfolgreicher zu gestalten. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planta entschieden haben.